Mein Name ist Klaus Muke. Ich komme aus Freiburg, bin Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Katholischen Hochschule und der Projektleiter in dem Pilotprojekt Nadia Hoffen und Handeln. Was die Ukraine ganz dringend braucht, ist eine Kenntnis und Techniken und ein Verständnis dafür, wie Menschen mit Traumaerlebnissen umgehen. Es ist, glaube ich, jedem ersichtlich, dass es gar nicht funktioniert, dass das nur die Expertinnen machen. Das können nicht nur die Psychotherapeutinnen machen, die Psychiater machen und andere Fachgruppen aus dem ärztlichen und psychologischen Bereich. Und so war die Idee, dass wir das Wissen um Trauma auf ganz viele Berufsgruppen ausrollen. Und zu diesen Berufsgruppen gehören eben auch vor allem die Pflegekräfte, die Sozialarbeiterinnen, auch Physiotherapeutinnen. Und die haben diese einwöchige Schulung in Anspruch nehmen können in Freiburg, in Präsenz, mit ganz wesentlichen Bausteinen, um da ein Verständnis zu bekommen für den Zugang zu Menschen mit Traumaerlebnissen, aber auch, um sich selbst dabei nicht zu verausgaben. Wir waren zu Beginn ein Projekt, das sehr viel Input gegeben hat, das sehr viel vorgegeben hat. Und wir haben nach und nach gemerkt, weil die Leute zu uns kamen mit ganz viel Kenntnis, auch mit ganz viel Erwartung und Hoffnung, aber eben auch mit Expertise, dass die große Teile dessen wunderbar in ihrem Sinne, nach ihren Bedarfen auch weiterentwickeln können. Und das ist ja eine riesen Lernkurve für uns. Also diese traumatischen Erlebnisse in der Ukraine sind etwas, was da entwickeln sich die Expertinnen im Umgang damit. Und die benötigen wir hier aber auch, denn wir haben die Flüchtlinge zum Beispiel. Ja, also wir brauchen Erkenntnisse darüber, wie kann ich an Kindern auch schon im Unterricht erkennen, das ist ein Kind, was mit traumatischen Erleben als Flüchtling zu uns gekommen ist. Etwas, was die Ukrainer schon beherrschen, die geben Fragebögen aus an Lehrerinnen und Lehrern, die ausgefüllt werden, werden hinterher von Psychologinnen gesichtet. Und anhand dieser Fragebögen hat man den ersten Hinweis dafür, welches Kind hier in der Klasse zeigt Symptome, die ich als Lehrerin nicht erkenne oder als Lehrer nicht erkenne. Aber durch diese Form des Screenings kommen diese Kinder dann endlich in den geeigneten therapeutischen Rahmen. Das für mich Wesentliche an diesem Partnerschaftenkonzept ist das gegenseitige Lernen. Und in diesem gegenseitigen Lernen, das ergibt sich aus dem Tun heraus, weil diese Komplexität im Gesundheitswesen erfordert auch immer gegenseitig der Reflexion und des Austausches. Und das ist die große Chance, sonst übersehen wir ganz viel. Also wir brauchen immer wieder ein Feedback auch von vielen unterschiedlichen Bereichen, die zusammenkommen, um dann wirklich ein gutes Produkt am Ende dabei herstellen zu können.